Nachdem in Teil 1 die Planung und in Teil 2 der Gleisaufbau und die digitale Stromversorgung des Moduls Abstellung mit Betriebshof vorgestellt wurden, geht es nun in Teil 3 um den Modellbau und die Landschaftsgestaltung. Ausgehend von der Planung wird der Aufbau des Moduls Schritt für Schritt im Zusammenhang dargestellt. Hier im Zeitraffer zu sehen der Baufortschritt. Begonnen hat alles mit der Idee, eine Lokabstellung mit Gleisbaubetrieb zum bestehenden Modul Kleiningen zu ergänzen. Ein konkretes Vorbild, das nachgebaut werden sollte, gab es nicht. Dafür aber eigene Eindrücke und Fotos sowie Bilder aus dem Internet. Das bei einer Abstellung eher übersichtliche Gebäudeensemble war schnell ausgesucht. Nachdem der Gleisplan erstellt war, kam die Überlegung, in welcher Reihenfolge vorgegangen werden soll. Sollen erst alle Gleise eingeschottert und die Oberfläche gestaltet und dann die Gebäude aufgestellt werden? Obwohl das Modul von der Größe her überschaubar ist, habe ich mich doch für einen anderen Weg entschieden. Die detaillierte Ausarbeitung kleiner Abschnitte und Szenen hat den Vorteil, dass man sofort etwas sieht und auch präsentieren kann. In der Folge wird nun der Aufbau der 6 Abschnitte in ca. 2-minütigen Sequenzen vorgestellt. Zu jedem der 6 Themen gibt es auch ein ausführliches Video, auf das hingewiesen wird. Die einzelnen Abschnitte können über die Kapitelunterteilung direkt angesprungen werden. Für die zusammenfassende Darstellung in diesem Video macht es aber keinen Sinn, die Gleis- und Landschaftsgestaltung bei jedem Abschnitt separat zu betrachten. Insofern habe ich diesen Punkt vorgezogen und übergreifend dargestellt. Wie im oben eingeblendeten Video ausführlicher dargestellt, ist die Beschaffenheit der Gleise hinsichtlich Farbe und Schotter in der Realität sehr unterschiedlich. Auch gibt es am Gleisende sowie neben dem Gleis diverse ergänzende Details zu sehen. Neben Kabelkanälen, Steuerungseinrichtungen und Grenzzeichen ist dies natürlich die Begrünung. Zum Nachbau auf der Modellbahn muss hierzu das passende Material gefunden werden. Im Bereich von Abstellungen und Schiebebühnen sind die Zwischenräume zwischen den Gleisen meist auch betoniert oder geteert. Beim Einsatz von Märklin-C-Gleisen ist daher ein Auffüllen mit Styrodur und Gips erforderlich. Aufgrund des bereits vorhandenen Gleisbettes erfolgt das Einschottern an diesen Stellen nur sehr sparsam. Im Bereich freier Gleisböschungen werden diese mit einer dünnen Schicht Schotter bestreut. Auf diese Weise lassen sich auch mit dem Märklin-C-Gleis Resultate erzielen, die ansonsten nur bei anderem Gleismaterial zu finden sind. Wichtig ist zusätzlich eine ausreichende Variation der Materialien zwischen den Gleisen. Besondere Aufmerksamkeit habe ich auch dem Thema Prellböcke mit einem eigenen Video gewidmet. Da der Standard Märklin-Prellbock in der Realität so nicht vorkommt, musste eine andere Lösung gefunden werden. Ich habe letztlich alle leider bereits vorhandenen Prellböcke durch überarbeitete Modelle von Kunstmichi auf der Basis eines Rocco-Prellbocks ersetzt. Informationen zu seinem Atelier sind unter diesem Namen im Internet zu finden. Daneben werden einige neu angebotene Modelle von Faller eingesetzt. Für die Gleisanschlussboxen, Gleismagnete und Eurobalisen kommen verschiedene Modelle von Loch sowie insbesondere von Modellbahn-Union in unterschiedlichen Größen zum Einsatz. Als Grenzzeichen werden farblich angepasste Stecknadelköpfe verwendet. Vertiefende Details gibt es im eingangs erwähnten Video. Die Inspiration zum ersten Gebäude des Moduls kam vom Vorfeld des Hauptbahnhofs Köln. Hier sind diverse Wartungshallen der Deutschen Bahn mit hellen Fassaden sowie blauen Fenstern und Türen zu finden. Für die Umsetzung der Wartungshalle habe ich das Modell einer Industriehalle von Kibri ausgewählt. Die Höhe der Halleneinfahrt ist für Loks ausreichend, wenn das Niveau des Modells auf die Höhe des Gleisprofils angehoben wird. Da die Höhe des Modells den Einbau eines Krans nicht zulässt, habe ich zunächst virtuell mit verschiedenen Erhöhungsfaktoren experimentiert. Auch die Erweiterung um ein zweites Einfahrgleis wurde vorgesehen. Letztlich wurde eine 35-prozentige Erhöhung der Halle realisiert. Die Kunststoffteile und Pappstreifen wurden mit einer Mischung aus weißer Farbe und Fugenzement behandelt, um eine Sandsteinoptik zu erzielen.
Nach Ausgleichen der Gleiszwischenräume mit Styrodur und Gips sowie Abdecken des Gleisprofils mit einem Papierstreifen konnte das Modell auf die Anlage platziert werden. Jetzt folgt die Inneneinrichtung mit Mobiliar, Maschinen und Figuren. Die Lieferung des Kranmodells kam zu spät, um im Detailvideo berücksichtigt zu werden. Hier jetzt der Nachtrag. Verwendet wird ein Lasercut-Bausatz von Josput, der farblich angepasst wird. Der Kran liegt beweglich auf Holzstäben, die gelb angestrichen wurden. Durch die Erhöhung des Modells passt der Kran perfekt ins Gebäude. Da das Fiesmann-Modell des Rolltors zur Zeit des Baus noch nicht verfügbar war, erfolgt hier nun die Beschreibung des nachträglichen Einbaus. Der Artikel enthält verschiedene Kunststoffteile zur Führung des Rolltores. Nach verschiedenen misslungenen Versuchen war ich letztlich mit dem eben gekennzeichneten dicken blauen Rahmen erfolgreich. Die Probleme entstehen beim Herunterfahren des Tores durch verhakende Elemente in der Führung. Ein Beschweren des Tores durch eine aufgeklebte Schraube führte zu einer deutlichen Verbesserung. Nun funktioniert das Tor einwandfrei. Als nächstes entsteht der Gleisbaubetrieb, in dem Fahrzeuge zur Gleisbearbeitung und Instandhaltung gewartet werden können. Wie im Vorbild soll die Halle mit einer Untersuchungsgrube ausgestattet werden. Als Modell wird die Gleisbau-Wartungshalle von Kibri verwendet. Um das Farbschema der direkt daneben stehenden Wartungshalle aufzugreifen, werden die gelben Fenster und Tore blau umgefärbt. Dachrinnen und Fallrohre werden mit Silberlack modifiziert. Um eine Putzoptik zu erzielen, werden die Wände wieder mit einer Mischung aus weißer Farbe und Fugenzement betupft. Da das Gebäude an der Anlagenkante liegt, wird die rückwärtige Torfront durch eine Pappe mit gleicher Behandlung ersetzt. Das Gebäude wird minimal in den Gips des Untergrunds eingelassen und bündig verfugt. Dadurch kann der unschöne Spalt, der durch einfaches Aufsetzen der Gebäude auf den Untergrund entsteht, vermieden werden. Als Hallenlicht werden 2 LED-Streifen zur Waggoninnenbeleuchtung genutzt. Die Inneneinrichtung erfolgt mit Regalen, Drehmaschinen und weiteren Aggregaten. Figuren und eine Beleuchtung der Untersuchungsgrube runden das Werkstattbild ab. Der Außenbereich wird mit einigen Accessoires passend zum Thema gestaltet. Mit entsprechenden Gleisbaufahrzeugen kann die Arbeit in der Halle beginnen. Der nächste Abschnitt ist der Bau der Lokwaschstraße. Verwendet wird das Faller-Modell der kleinen Zugwaschanlage. Da die Kunststoffteile bereits gealtert sind, habe ich mir das Kolorieren gespart. Auch wenn viele der Teile fragil aussehen, funktioniert der Aufbau einwandfrei. Die Patinierung der Kunststoffteile passt gut und wirkt vorbildnah. Die eigentlich durchgängige Kunststoffbodenplatte habe ich geteilt und zwischen den Gleisprofilen einen bemalten Papierstreifen eingefügt. Auch die Beleuchtung aus 4 unterschiedlich blinkenden LED ist im Bausatz nicht enthalten und nachträglich ergänzt. Nach der Durchfahrt glänzt die Lok wie neu. Der nächste Abschnitt zeigt Bilder der Gleisbaustelle 1 oberhalb der Schiebebühne. Zu diesem Teilabschnitt gibt es kein separates Bauvideo. Im Video zur Gleisbaustelle 2 in Bewegung sind aber auch hierzu Bilder und Videosequenzen enthalten.
Hintergrund ist der Schotterpflug von Plasser und Teurer zu sehen, ein Kibri-Bausatz, zu dem es auch ein separates Aufbauvideo gibt. Arbeiten am Kabelkanal sowie schweres Gerät auf der Schiene und mit Rädern ergänzen die Szenerie. Der flächenmäßig größte Abschnitt ist die Lokhalle mit angrenzender Schiebebühne. Nachdem in der ursprünglichen Planung in Teil 1 noch ein dreiständiger Fallerlokschuppen vorgesehen war, habe ich mich dann für 2 nebeneinander stehende zweigleisige Lokschuppen von Vollmer entschieden, sodass die Lokhalle 4 Einfahrtgleise besitzt. Analog zu den beiden anderen Hallen wird auch dieses Gebäude mit einer Mischung aus weißer Farbe und Fugenzement betupft. Auf diese Weise entsteht die gewünschte Putzoptik. Die graublau glänzenden Kunststoffteile der Fenster und Türen werden analog zu den übrigen Gebäuden mit blauer Abtönfarbe bemalt. Die beiden Bausätze lassen sich problemlos aneinanderfügen, wirken jedoch mit Blick auf das Gesamtmodul etwas unscheinbar und zu niedrig. Aufgrund der Voransicht in der Gleisplanungssoftware sieht eine Verdopplung der Höhe plausibel aus. Mit den bisher übrig gebliebenen Seitenteilen des zweiten Bausatzes und durch Versetzen der Rückwände auf die frontseitigen Türen lässt sich bereits mit 2 Bausätzen ein doppelstöckiger Lokschuppen aufbauen, dem allerdings die Rückwand fehlt. Das Bild wirkt jetzt viel stimmiger. Wie bereits beim Gleisbaubetrieb habe ich die Rückwand aus einem Stück Pappe geschnitten, mit der Mischung aus Farbe und Fugenzement betupft und mit überzähligen Fenstern bestückt. So entsteht aus nur 2 Bausätzen bereits ein doppelstöckiger viergleisiger Lokschuppen. Um dem Dach und der Beleuchtung Halt zu geben, werden Vierkanthölzer eingesetzt. Der Boden wird aus Styrodur, Pappe und Gips aufgebaut, wobei bereits Schlitze für das Gebäude vorgesehen werden. Die Schwellen zwischen den Gleisprofilen werden mit Papierstreifen bedeckt, bei denen der Mittelleiter durchgestochen wird. Zur Beleuchtung werden wieder LED-Streifen für die Wageninnenraumbeleuchtung verwendet. Das Gebäude wird zum Boden hin fugenlos eingegipst und das Gelände drumherum gestaltet. Die funktionslose Uhr aus dem Bausatz wird gegen ein beleuchtetes Modell von Viessmann ausgetauscht. Nach Einsetzen eines beleuchteten DB-Logos, ebenfalls von Viessmann, ist der Aufbau abgeschlossen. Der letzte Bauabschnitt ist eine weitere Gleisbaustelle, diesmal aber mit bewegten Figuren. Verwendet werden verschiedene Modelle aus der bewegten Welt von Viessmann. Um ein einheitliches, stimmiges Bild der Figuren zu erhalten, sind allerdings Anpassungen erforderlich. So verliert zum Beispiel der Herr auf der Toilette zunächst seinen Kopf. Mit neuer Kopfbedeckung und gefärbter Kleidung passt es einfach besser. Auch liest sich eine leere Zeitung schlecht, ein Modellbahnheft zum Thema Gleisbau dagegen viel besser. Was stört, ist nur der Wind neben der Lokhalle, der die Tür des Häuschens immer wieder auf und zuschlägt. Um den funktionslosen Rüttelstampfer in Bewegung zu versetzen, habe ich ein Modell mit Drehbewegung zweckentfremdet. Die Drehbewegung des Stampfers wird durch die vorhandenen Kunststoffzapfen sinnvoll begrenzt. Eingebaut wirkt das Ganze nun recht authentisch. Auch die Bauszene am Kabelkanal mit der Verlegung der Leitung soll bewegt werden. Es werden wieder von der Bewegung her passende Figuren, hier ein Maler und ein Maurer, entsprechend angepasst. Für die manuell bewegten Gleisbaugeräte gibt es diverse Modelle bei Noch. Eine nach meinem Empfinden auf Modellbahnen selten gezeigte Szene ist das Verschweißen von Gleisenden mit dem Thermitverfahren. Es gibt hierzu einen beleuchteten Bausatz von Faller. Die LED befindet sich unterhalb des Gleises und durch einen Lichtleiter wird das oben aufgesetzte Thermitgefäß beleuchtet. Die grün-gelbe Farbe passte für mich allerdings nicht zu den im Internet befindlichen Originalaufnahmen. Ich habe LED und Lichtleiter daher gegen Flacker-LEDs ausgetauscht. So ergibt sich für mich ein stimmiges Bild der Szene.
Nachdem der Modellbau nun abgeschlossen ist, fehlen noch die Signale und die Oberleitung. Teil 4 wird sich mit der Signalauswahl und Benennung für eine Abstellung sowie dem Aufbau beschäftigen. Bis dahin!